Und für die Meinung am Mittag begrüße ich den Journalisten Christoph Lemmer. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Servus, hallo. Viele sprechen heute darüber, ob es richtig oder falsch war, wie die Union, wie Friedrich Merz gestern gehandelt hat. Das ist ja oft eine moralische Frage vielleicht. Aber wenn wir viel genauer mal auf die rechtlichen Aspekte schauen, ist ja die große Frage, lassen sich die Vorschläge der Migrationspolitik überhaupt so umsetzen? Das ist genau das Argument, das Olaf Scholz, der Bundeskanzler, gebracht hat, Robert Habeck, der Vizekanzler, SPD und Grüne überhaupt, die immer wieder darauf hingewiesen haben, rechtlich ginge das nicht. Das würde Probleme bereiten. Dieses Argument ist in mehrfacher Hinsicht ein bisschen teuflisch, als es letztlich nämlich besagt, dass es gar keine Möglichkeit mehr gäbe, politisch darüber zu entscheiden, ob man diese bisherige Migrationspolitik fortsetzen möchte oder nicht, oder ob es eine Möglichkeit gibt, sie politisch zu verändern, wenn das denn rechtlich gar nicht ginge. Da muss man aber einfach darauf hinweisen, dass Recht eben im Parlament gemacht wird. Das Recht immer das Ergebnis ist einer politischen Entscheidung, nämlich einer Mehrheitsentscheidung im Bundestag, der ersten staatlichen Gewalt, der Legislative, die dazu da ist, Gesetze zu machen, Gesetze zu ändern, Gesetze abzuschaffen. Also auch solche Gesetze, die Möglichkeit, durch den Hinweis auf rechtliche Gegebenheiten auszuschließen, die würde letztlich bedeuten, dass der Wähler gar nicht mehr die Möglichkeit hat, politisch zu entscheiden, nämlich durch seine Wahl, wie das Migrationsrecht aussetzen soll. Es wäre dann sowas wie etwas, das von ganz weit oben kommt, fast so ein bisschen was wie göttlich. Jetzt muss man aber sagen, Migration ist ein Thema, das eben nicht nur auf Deutschland beschränkt ist. Auch das wurde gestern immer wieder gesagt. Wir sind natürlich Teil etwas Größeren, und zwar vor allem erstmal der Europäischen Union. Da geht es auch um Europarecht. Egal wie Deutschland da entscheidet, wir stehen ja nicht alleine da. Also wie sieht es denn da aus? Wir bräuchten da ja auch Partner. Das macht die Sache schwieriger. Da gibt es eine sogenannte Normenhierarchie. Und die besagt tatsächlich, dass europäisches Recht über dem nationalen deutschen Recht steht. Das gilt auch für Verfassungsrecht, außer bei Grundrechten. Da ist es teils umstritten, was schlägt. Da streiten sich auch das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof immer wieder darum, wer da letztlich die Oberhoheit hat. Allerdings kann man auch europäisches Recht politisch verändern. Und das hat beispielsweise Dänemark vorgemacht. Dänemark hat für sein Asylrecht, das dem von Friedrich Merz sehr nahe kommt, Sonderregelungen ausgehandelt und eine handfeste Drohung in den Raum gestellt. Die lautete nämlich, wir könnten auch überlegen, ob wir aus der Europäischen Union austreten, wenn wir diese Sonderregelung nicht bekommen. Deutschland müsste so weit vermutlich gar nicht gehen. Das wäre auch was die AfD freuen würde, auf jeden Fall. Ja. Aber Deutschland müsste wahrscheinlich auch gar nicht so weit gehen. Deutschland ist bedeutend größer als Dänemark. Es gibt auch niemanden in Deutschland, der das ernsthaft möchte, außer der AfD. Und wenn man die AfD an der Stelle nicht noch stärker werden lassen möchte, sollte man sich überlegen, ob man dann einfach eine Verhandlung beginnt mit der Europäischen Union. Ich frage mich dabei auch, ob die Positionen von Friedrich Merz und der Union nicht anderen europäischen Ländern viel näher sind als das, was wir bisher haben. Italien beispielsweise, die osteuropäischen EU-Mitglieder, Polen, Tschechien, von Ungarn oder Österreich wollen wir mal gar nicht reden an der Stelle. Die sind ja gar nicht so weit weg von dem, sodass sicherlich die Möglichkeit besteht, für Deutschland auch ohne diese Austrittsdrohung innerhalb der EU eine Änderung zu verhandeln. Christoph Lemmer, vielen herzlichen Dank für Ihre Meinung am Mittag. Gerne.